Über Sprachen zu sprechen ist einfach, wenn man nur eine spricht. Kompliziert wird es, wenn die Menschen einer Region oder einer Gruppe historisch eine andere Sprache sprechen als heute, wenn Minderheiten und Regionalsprachen neben der Standardsprache fortbestehen. Wie geht eine Gesellschaft mit diesen Sprachen um? Wie werden sie gefördert? Und warum überhaupt? So is mis run no friel agus tampáte leis an Common Gaelic, so I'm a part of the Common Gaelic in Trinity. Really what the Common does is they just they promote Irish all around the college and they try to bring more people in that might not have Irish or that have weak Irish. Auch wenn die Sprache in der öffentlichen Diskussion oft als zukunftslos bezeichnet wird, gibt es mittlerweile viele Menschen, die sich aktiv für ihren Erhalt einsetzen. There's just so much history in Ireland. Like there are structures that are like multiple thousands of years old in Ireland. All of Ireland, the entire island, completely spoke as Gaeilge for all of those years until the English came. And if you're in the west of Ireland or the north of Ireland, there's a Gaeltacht areas where people speak Irish like as a main language. You can go to Gaeltacht schools or Gael schools where you learn everything through Irish. The government really pushed it a lot in recent years in a way that it changed things like that, like any kind of application forms you have to do through the government, you see Irish there. When you're on the Luas, like public transport, they'll announce like the next stop and then they'll announce it in Irish, so you'll be arriving in Milltown and then you'll also be arriving in Vollen, Ní Bhuillen. It's different from the English in the way that it had built up over so many years and through so many different traditions as well. It's just such a poetic and romantic language. Like all of our songs, all of our stories, they were all maintained just by saying them and singing them and talking about them, which I think is just like intrinsically linked with the Irish language. You could say Ten Graenig Breisina Clutha, so that means the sun is, well, to take it very literally, the sun is shining so hard that it's breaking the stones. Um die Sprache im Alltag zu verankern, gibt es mittlerweile irischsprachige Buchläden, Wohnheime, Websites, Podcasts und sogar Mode. NDR 90,3 Nachrichten ob Plattdeutsch. Mit Christiane Ehlers. Moin. Seit 1994 überträgt der NDR Nachrichten auf Plattdeutsch. Die Sprache wird auch als Niederdeutsch bezeichnet und ist eine in Norddeutschland gesprochene Regionalsprache. Oh, wir haben eine wirklich sehr, sehr gute Resonanz. 9:30 Uhr läuft es. Da haben wir ungefähr 80.000 bis 100.000 Hörer um diese Zeit. Das ist schon ganz ordentlich. Ob de hele Welt leeft wohl bloß noch halb so viel Derten in Wold als 1970. Die Umweltschutzorganisation WWF weht, das liegt für allen do an, dat mehr und mehr Wold Deutschland ward. Das heißt, die plattdeutschen Nachrichten stellen uns eigentlich immer wieder vor die Herausforderung zu zeigen, dass Plattdeutsch eine Sprache von heute ist, die auch mit allen Themen umgehen kann. Und das ist beim Übersetzen manchmal gar nicht so einfach. Jan, wir sitzen oft und überlegen bei vielen Worten so, na, was mockt wir doch nur von, ne? Beiden ist es wichtig, dass Plattdeutsch nicht als etwas Niedliches dargestellt wird. Es ist eine eigenständige Sprache mit 2 Millionen Sprechern. Die Leute, ob nun Plattschnacker oder nicht Plattschnacker, hören die plattdeutschen Nachrichten und sagen, die im Rundfunk, die sagen das aber so und so. So, und insofern wird da auch ein gewisser Standard eingeführt. Und da tragen wir schon eine große Verantwortung, auch in der Fortbildung der Sprache. Realistisch ist der typische Plattdeutschsprecher, die typische Plattdeutschsprecherin über 80 Jahre alt. Und allein diese Zahl macht so deutlich, dass es einfach was getan werden muss und dass es wirklich schnell was getan werden muss. Aber zum Glück haben wir auch einen ganz starken Imagewandel. Gerade in Zeiten der Globalisierung, wo man eigentlich überall hin kann, weltweit alles machen, ist es doch so eine Rückbesinnung, dass die Menschen doch merken, so, ich brauche aber irgendwie auch mein Zuhause. Ich brauche meine Wurzeln, meine Region, irgendwas, womit ich mich identifizieren kann. Und das kann zum Beispiel die Regionalsprache Niederdeutsch leisten. Wie also blicken die Sprecher von Regional- und Minderheitensprachen selbst auf die Zukunft ihrer Sprache?
Also es gibt eine ziemlich große Akzeptanz und ich habe auch das Gefühl, dass das mehr und mehr wieder in den Herzen der Menschen ankommt, das Plattdeutsche. Und das ist ein gutes Zeichen für die Sprache. English has really taken over a lot of countries as the main language, and it'll be a shame to see something like Irish die. And I think that we should make an effort to save it, but we should make an effort to save it just by talking it.